Hi und willkommen auf Lecker im Landhaus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute habe ich ein super einfaches Rezept für euch. Ich habe eine Ciabatta rustica gebacken. Die genaue Zutatenliste ist in der Infobox unter dem Video zu finden. Und wir starten auch sofort mit dem Rezept. Los geht's. Man benötigt 400 ml Wasser, 225 Gramm helles backstarkes Weizenmehl, T 550, 225 Gramm dunkles Weizenmehl, T 1050, 60 Gramm Vollkornmehl, ein Päckchen Trockenhefe, einen halben Teelöffel Zucker, 12 bis 14 Gramm Salz, bei mir sind es 12 und 30 Milliliter Olivenöl. Ich verknete alle Zutaten bis auf das Olivenöl zu einem Teig. Das ist ein sehr klebriger Teig. Meine Küchenmaschine lief 6 Minuten auf Stufe 2. Dann gebe ich das Olivenöl in eine Schüssel, die sollte schon etwas größer sein. Dann gebe ich den Teig in die Schüssel und lasse ihn zugedeckt eine halbe Stunde gehen. Wenn die halbe Stunde vorbei ist, dann dehne ich meinen Teig zum ersten Mal. Und man kann auch hier schon ganz gut sehen, dass er fester wird. Dann lasse ich ihn noch eine halbe Stunde zugedeckt gehen. Und dann dehne ich ihn zum zweiten und zum letzten Mal. Und hier kann man schon ganz gut beobachten, dass er schon viele Blasen gebildet hat, wird insgesamt fester und luftiger. Dann lasse ich ihn noch eine Stunde zugedeckt gehen. Also insgesamt 2 Stunden und in der ersten Stunde jede halbe Stunde einmal dehnen. Wenn die Wartezeit vorbei ist, gebe ich meinen Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche und bestäube ihn auch von oben mit etwas Mehl. Ich nehme dafür das Roggenmehl, ihr könnt aber auch das ganz normale Weizenmehl verwenden, das ist egal. Dann forme ich diesen Teigfladen zu einem Brot und zwar ziehe ich dabei den Teig erst von oben zur Mitte und dann von unten. Heute backe ich mein Brot in einer Schmorpfanne aus Gusseisen, deswegen habe ich die auch schon samt Deckel vorgeheizt. Jetzt gebe ich meinen Teig in die Schmorpfanne, ich habe sie mit etwas Mehl bestäubt, denn wenn ich in der Schmorpfanne backe oder in einem Gusseisentopf, backe ich immer ohne Backpapier. Dann lege ich den Deckel wieder auf und die Schmorpfanne kommt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Umluft für eine halbe Stunde. Dann nehme ich den Deckel wieder ab, stelle die Temperatur auf 200 Grad Umluft ein und dann wird das Brot noch 10 Minuten gebacken. Falls ihr lieber mit Ober- und Unterhitze backen möchtet, dann solltet ihr das Brot eine halbe Stunde bei 200 Grad Ober- und Unterhitze backen und dann noch 10 Minuten bei 220 Grad. Ihr könnt es natürlich auch ganz normal auf einem Backblech backen, ohne Schmorpfanne. Dann solltet ihr aber mit Dampf backen, das heißt entweder eine ofenfeste Schale mit ca. 100 ml Wasser auf den Backofenboden stellen oder einfach auf den Backofenboden gießen und nach 10 Minuten die Schwaden wieder ablassen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss ihr Lieben!